Ja, danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und ich würde euch gerne in den nächsten Minuten einfach oder mit euch teilen, wie ich aus meinem eigenen jahrelangen Scheitern heraus gelernt habe, professionell zu scheitern und das für meine tägliche Arbeit zu nutzen und dabei auch anderen Leuten zu helfen, sanfter zu scheitern, würde ich das nennen. Ein bisschen Hintergrund zu mir. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Das heißt, wenn man noch kein Deutsch spricht, dann kann man zu mir kommen und ich helfe dir Deutsch zu lernen. Und das Besondere daran ist, das klingt gar nicht so spannend am Anfang, ich mache das in sehr, sehr kurzer Zeit. Und nur um mal zu demonstrieren, wie kurze Zeit, hätte ich gern gewusst, was ihr glaubt, wie lange man braucht, um Deutsch einigermaßen zu lernen, um hier klarzukommen, sage ich mal. 4 Wochen. 4 Wochen? Das wäre interessant. Hast du jemanden erlebt, der in 4 Wochen gut Deutsch gelernt hat? Nee, ich habe jemanden erlebt, der in 4 Wochen gut Spanisch gelernt hat. Aber ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist. Aber ich dachte, wenn man sich wirklich reinhängt jetzt. Ja, nicht schlecht. Andere Varianten, andere Erfahrungen. 8 Monate. 8 Monate? Ja, halbes Jahr. Halbes Jahr? Was heißt klarkommen? Jetzt klarkommen heißt, du kannst zum Beispiel auf die Post gehen, einkaufen gehen, du kannst vielleicht sogar auf eine Behörde gehen, wenn du so ein kleines Wörterbuch dabei hast und kannst im alltäglichen Leben irgendwie dich behaupten. Ne? Ja, normalerweise verbringt man 6 Monate in einem sogenannten Intensivkurs in jeder Sprachschule hier in Berlin. Ja, und wahrscheinlich auch weltweit. Und 6 Monate, in denen du 4 Stunden am Tag pure Lernzeit hast, dazu noch hin und her fährst und ein paar Pausen machst. Das heißt, du bist 6 Monate lang, jeden Werktag ohne Ferien, das gibt es da nicht, 6 Stunden am Tag damit beschäftigt, Deutsch zu lernen, um diesen Basislevel zu erreichen. Das ist ein immenser Aufwand, es erfordert eine immense Disziplin und es ist unglaublich frustrierend auf dem Weg dahin. Und das Spannende ist nicht nur für den, der lernt oder die lernen, sondern auch für die, die unterrichten. Also sprich mich, lange Jahre in meinem Leben. Ich möchte ein bisschen zurückreichen. Ich würde gerne am Anfang so ein bisschen meine Geschichte erzählen, wie ich gelernt habe zu scheitern. Ja, erstmal bin ich gescheitert und danach habe ich tatsächlich gelernt, es ist gar nicht so schlimm und ich kann das nutzen für meine tägliche Arbeit. Ich brauche, um Leute auf dieses Level zu bringen, tatsächlich 4 Wochen, wenn sie jeden Tag 3 Stunden investieren. Das heißt, mit mir lernen sie in 10% der sonst üblichen Zeit. Das klingt ein bisschen utopisch, aber es ist tatsächlich möglich und ich möchte euch einfach die Geschichte dazu teilen, wie ich da hingekommen bin. Ohne Scheitern wäre das nie möglich gewesen. Ich hätte das nie herausgefunden, nie entwickelt. Ich habe 1999 gedacht, ich müsste mich verändern. Ich bin nach Polen gegangen und habe ein bisschen rumstudiert. Ich wollte die Sprache lernen, ich wollte die Kultur kennenlernen. Nur nach ein paar Monaten ging mir das Geld aus. Nun hatte ich das Problem, ich habe nichts gelernt. Ich habe Beamter gelernt, ja, und als Beamter in Polen, als deutscher Beamter in Polen ist man ja, verdammt zu hungern, würde ich sagen. Und ich hatte das Glück, einer Frau zu begegnen, die sagt, hey, geh doch zu Berlitz, große Sprachschule, Milliarden-Business, die besuchen immer Muttersprachler. Ich habe gesagt, ja, Muttersprachler kann ich. Ich bin dahin, habe mir einen Anzug geliehen von dem Vater eines Freundes, viel zu groß, sah wahrscheinlich sehr witzig aus und die haben mich dann tatsächlich eingestellt, aufgrund der einzigen Basis, ich bin Muttersprachler. Dann haben sie mich 2 Wochen trainiert, was wichtig ist. Es hat mir einen kleinen Start gegeben, ja, eine Struktur, wie man diese Arbeit erledigen kann, aber vor allen Dingen haben sie mir ein Mindset gezeigt, eine Idee, wie man unterrichtet. Und diese Idee ist heute noch leider viel zu präsent auf der ganzen Welt. Und zwar, dass man Deutsch am besten unterrichtet, indem man Deutsch spricht. Nur Deutsch spricht mit den Leuten. Und das habe ich jahrelang, jahrzehntelang geglaubt. Und das war eines der Kernelemente, das mich hat scheitern lassen. Wieder und immer wieder, über Jahre hinweg. Und so habe ich diesen Job weitergemacht und am Anfang war ich noch enthusiastisch, weil es hat ja funktioniert. Es dauert halt nur etwas länger als normal, wie man sieht. Ja? 5 Monate länger, als es sein müsste. Und nach kurzer Zeit kam ich an meine Grenzen. Ich habe dann gesehen, oh, ist gar nicht so einfach. Und dann scheitere ich am ersten Lerner. Ihr habt alle schon mal eine Sprache gelernt und wahrscheinlich auch nicht immer mit Freude oder mit Pläsier, sondern tatsächlich auch gelitten darunter. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich gesehen habe, es wird schwierig, ich bin ein schlechter Lehrer. Ja? Und habe gedacht, okay, ich muss das anders machen. Oder im schlimmsten Fall, ich habe gedacht, naja, der Schüler ist nicht so begabt.
Ja, aber wenn nun mal 100 Schüler nicht so begabt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es doch an mir liegt. Das war mein Gedanke. Und so habe ich mich immer ein bisschen mit Gewissensbissen geplagt, habe mich aber durchgebissen, weil ich konnte ja nichts, konnte ja nur Muttersprache. Und habe so Autodidakt dann gelernt, besser zu unterrichten und wurde auch besser in diesem gegebenen Umfeld, in diesem Gefängnis. Ne? Es war wirklich ein Gefängnis. Aber mir war es nicht klar. Genau. Und ja, ich bin immer wieder gescheitert und habe das 6 Jahre lang wirklich, es war eine Hassliebe. Mal ja, mal nein. Montags aufstehen, oh bitte, freitags nachmittags ja gerne. Und ich habe immer gedacht, irgendwann entlarvt mich jemand. Ich habe gedacht, ich bin ein Scharlatan. Ich stehe hier und kann eigentlich gar nichts, aber trotzdem klappt das irgendwie nicht. Ich kann das jahrelang einfach so machen und verdiene bequemes Geld. Es war durchaus bequem, auch wenn ich gelitten habe. Und wir haben alle gelitten. Ja. Und was ich irgendwann gelernt habe nach 6, 7 Jahren, ist, das Leiden zu besänftigen. Ich habe einfach gelernt, wie ich eine Gruppe unterhalten kann, 3 Stunden, so dass der Schmerz gar nicht so schwer ist, so schlimm ist. Aber ich habe natürlich die Wurzel des Übels nicht beseitigt dadurch. Ich habe noch 6 Jahre durchgehalten in diesem Metier, beziehungsweise in dieser Situation. Das Metier habe ich ja heute noch. Darin bin ich ja heute noch tätig. Und nach 6 Jahren war das Fass so voll, ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, ich muss kündigen, Chef. Der Chef war toll, die Firma war toll, ich war sogar angestellt. Kollegen waren toll, Schüler waren toll. Irgendwas war aber nicht richtig, komischerweise. Und habe dann gekündigt und ich war 39 Jahre alt. Das ist jetzt auch kein Alter, wo man dann sagt, okay, aus einer festen Anstellung heraus, die sicher auch bis zum Ende gelaufen wäre, also gehalten hätte, riskiert man nochmal was komplett Neues. Und so bin ich da raus. Und wenn ich dann noch hätte länger arbeiten müssen, hätte ich definitiv einen Burnout erfahren. Also es war ein bisschen kurz, es war wirklich eine Verzweiflung. Ich hätte nicht einen Tag länger dort arbeiten können. Ich bin komplett da gescheitert, weil ich nicht mehr den Weg raus wusste. Dann habe ich mich gefragt, was mache ich denn jetzt mit 39? Ich habe 13 Jahre Berufserfahrung, war auch gar nicht so schlecht, zumindest mal Gruppen zu unterhalten. Habe dann überlegt, okay, mache ich was komplett Neues, arbeite ich mich irgendwo ein oder bleibe ich bei meinen Leisten? Und Gott sei Dank bin ich bei meinen Leisten geblieben. Das muss nicht für jeden so sein. In meinem Fall hat es einfach Sinn gemacht. Und ich wusste gar nicht wirklich, was ich machen sollte, denn in dem Beruf selbstständig zu sein, ist die definitiv garantierte Altersarmut. Ja, vielleicht kriegt man netto 10 Euro raus oder 15 Euro raus. Als Selbstständiger ist das nicht sehr viel. Und man muss jeden Tag dann 5, 6 Stunden knüppeln. Und Unterricht ist nochmal was anderes als andere Tätigkeiten. Man muss immer präsent sein. Ja, 5 Stunden Präsenz sind einfach unglaublich hart. Und ich hatte dann nach einem Monat eine Brainstorming-Session mit meinem Bruder und wir kamen hier auf die Idee, hey, mach doch Deutsch in 30 Tagen. Ich sage, okay, das hat noch nie irgendwo funktioniert und alle, die das versprochen haben, waren eher Scharlatane, es war eher Marketing. Und ich habe das konzipiert und ausprobiert mit einer jungen Frau aus London, 24 Jahre, glaube ich, Camilla. Und sie hat 30 Tage lang so gelernt, wie ich am Anfang gesagt habe. Und dann hieß es erstmal, dann hat sie die Prüfung gemacht am Goethe-Institut, was die Autorität ist auf dem Markt. Und dann hieß es warten, 3 Wochen. Und ja, 3 Wochen warten. Und dann rief sie irgendwann an, nachts um 10. Und ich habe das nicht erwartet, die Post kommt ja morgens. Und dann sagte sie, hey Michael, ich habe bestanden. Ich habe 91% Score. Ich sage, wow. Ja, es war der schönste Moment in meinem Leben. Aus 2 Gründen. Einmal habe ich was gefunden, was ich den Rest meines Lebens machen kann und auch machen werde. Meine Berufung, tatsächlich das Lernen zu optimieren und beginne mit dem Sprachenlernen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber auf der anderen Seite, mir fiel ein Stein vom Herzen, weil ich gesehen habe, ich bin kein Scharlatan. Es lag nicht an mir, es lag an diesem System. Ich war wie ein Fisch im Wasser, der aber nicht mehr weiß, was das Wasser ist. Ich bin rausgetreten aus dieser Blase und habe gesehen, das geht so nicht. Innerhalb dieser Blase kann ich das gar nicht erreichen. Und habe die Bestandteile, die ich so vor mir liegen sah, in einzelnen Teilen, einfach neu zusammengesetzt, sodass sie viel besser funktionierten. Das war so mein Erleuchtungserlebnis, wenn ich das Erleuchtung nennen darf. Es war einfach fantastisch zu sehen. Und seither benutze ich diese Erkenntnis, dieses Gefühl, was daraus entstanden ist, um es weiterzuentwickeln. Ich habe 2 Jahre später noch ein ähnliches Projekt gemacht, da habe ich zuerst mit einer jungen Frau das Gleiche in 14 Tagen erreicht, wobei sie hat in 2 Teilen nicht bestanden. Ein Jahr später kam ein junger Mann und sagt, ich will das machen, ich kann das. Und der hat alles bestanden mit 80% mündlicher Prüfung und der Rest war auch sehr, sehr vorzeigbar. In 14 Tagen, was sonst ein halbes Jahr dauert. Das waren sehr begabte Leute, das ist nicht für jeden möglich, darum geht es aber auch gar nicht, aber einfach um zu zeigen, was ist eigentlich möglich.
Menschlich möglich. Und ich sehe, wie sehr Leute darunter leiden, dass sie Deutsch lernen und wie viel Leid es wirklich, ja, Leute sagen, Deutsch ist eine schwere Sprache, ist Quatsch. Das ist Arbeit, klar, aber es ist doch nicht schwer. Es gibt viel schwerere Sprachen. Spanisch ist irgendwann auch nicht mehr so einfach, ja, wenn man weitergeht, man kommt halt schneller rein. Ne? Aber wenn man das richtig gestaltet, ist Deutsch so fantastisch simpel und so schön und auch so ähnlich zu Englisch oder Spanisch oder Französisch. Man sieht so viele Ähnlichkeiten. Sprache ist was Universelles. Nun, ich nutze das in jedem Tag. Ich scheitere auch weiterhin mit Projekten, mit Ideen, mit meinen Kunden. Aber was jetzt passiert, nach meiner eigenen Erfahrung, wenn ich scheitere, dann realisiere ich, okay, wir scheitern hier gerade. Woran liegt das? Kann ich das ändern? Was muss ich ändern, um das weniger schmerzhaft zu machen? Und das mache ich konstant, mit jeder Stunde, die ich habe. Und so entwickelt sich das mit kleinen Schritten immer weiter. Und das ist einfach ein sehr belohnender Beruf. Ich habe noch eine Frage aus purer Neugier. Was glaubt ihr, warum lernt man, was sind so die Kernelemente eines jeden, einer jeden, die eine Sprache lernt? Warum will ich eine Sprache lernen? Was sind die Elemente? Ich komme auf 2, aber ich bin sehr einfach neugierig, was ihr denkt. Ja? Ja, weil ich die Sprache total schön finde. Mhm. So für Pläsier, das ist schön. Ich reise gern, ich lerne gerade Spanisch. Schön. Und wenn du reist und bist dann in einem spanischsprachigen Land, was willst du da mit der Sprache? Kommunizieren. Genau. Du willst A, verstehen, was die anderen dir sagen, dann fühlst du dich auch sicherer, weil du dich orientieren kannst. Und B, willst du kommunizieren, du willst verstanden werden. Das sind die beiden Kernelemente von Sprachenlernen. Und wenn man eine Sprache lernt, beginnt man, sagen wir mal, mit Zero. Es ist nicht ganz wahr, aber man beginnt im Prinzip mit, indem man komplett gescheitert ist, weil ich kann nichts verstehen und ich kann nicht verstanden werden, weil mir die Mittel dazu fehlen. Jeder Sprachenlerner ist sozusagen schon auf Ground Zero, Rock Bottom. Das hilft mir ein bisschen, weil ich weiß, okay, tiefer kann ich gar nicht sinken, schwieriger oder unangenehmer kann es gar nicht werden. Das alleine wird aber auch nicht reichen, um es ein bisschen angenehmer zu machen. Und was ich mache mit meinen Lernern, ist, dass ich sie begleite und den Weg in kleine Etappen einteile, sodass das Scheitern einfach so ein bisschen ist wie so ein Kind, das Laufen lernt und einfach mal umfällt. Und dann putzt es sich die Knie ab und dann steht es wieder auf. Und ich stehe dabei, hey, super, weitermachen. Und zeige auch die Richtung an, sodass man nicht immer hin und her läuft und viel Zeit vergeudet. Und das ist so eine schöne Erfahrung, das ist eine sehr empathische Erfahrung. Also es ist wirklich toll zu sehen, wie Leute immer wieder aufstehen, 5-, 6 Mal scheitern, aber nicht 5-, 6 Mal das Gleiche machen, sondern jedes Mal ein bisschen was anderes machen. Ja, das habe ich bei dir auch ausgehört, Timo, mach es anders. Mach es ein bisschen anders, weil wenn man das Gleiche macht, läuft man mit dem Kopf gegen die Wand und scheitert wahrscheinlich genauso schön wie vorher. Und so ist es, aus dem Scheitern herauszukommen, es professionell zu nutzen, heißt zu schauen, warum bin ich gescheitert und was kann ich anders machen. Wenn ich nichts anderes machen kann, dann sollte ich vielleicht einen ganz anderen Weg nehmen. Ja? Aber das ist, womit ich jeden Tag meine Brötchen verdiene und das, wo ich jeden Tag Befriedigung erfahre und auch die mit mir arbeiten, sehr, sehr, wofür sie sehr dankbar sind. Wenn ich das zusammenfasse, auf der anderen Seite, ja, Timo sagt das auch, Scheitern ist unvermeidbar. Und wenn man lernt, muss man immer scheitern. Es gibt kein Lernen ohne Scheitern. Es ist utopisch zu glauben, dass man alles sofort versteht, dann ist man wahrscheinlich ein Savant oder ähnliches, aber dann scheitert man auf anderen Ebenen. Es gibt kein Lernen ohne Scheitern. Was man aber machen muss und sollte, ist das Scheitern nicht so groß werden zu lassen und die Möglichkeiten zum Scheitern wirklich in kleine Portionchen einzuteilen. Dann kann man lernen zu scheitern, man kann eine Frustrationstoleranz aufbauen. Und nur dann kommt irgendwann der Moment, ich bin 5-, 6 Mal gestolpert, gefallen, gescheitert, dann stehe ich auf und das nächste Mal schaffe ich den Schritt. Dann schaffe ich noch einen Schritt. Und irgendwann geht man dann alleine. Und das ist der Moment, wo ich mich verabschiede von meinen Lernern, wenn die alleine gehen können. Sag, komm, ist vielleicht noch ein bisschen wackelig, aber die wissen dann, wie sie weitergehen sollen und wohin sie weitergehen sollen. Ein anderer letzter Punkt dazu, ich bin auch nicht alleine aus meinem Scheitern rausgekommen, ich habe Hilfe gehabt. Ja, du hattest einen Arzt, der dich aufgeweckt hat, du hattest diese schlimme Nachricht, die du bekommen hast, die dich aufgeweckt hat. Ich habe zum Beispiel eine 3,5-jährige Psychoanalyse mittlerweile hinter mir. Das war einfach ein neutraler Raum, in dem ich mein eigenes Scheitern einfach so annehmen konnte, wie es war, es anzunehmen. Und ich gebe das weiter an die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich sage einfach, es ist okay, du darfst scheitern, geh einen Schritt weiter. Und Scheitern ist etwas
sehr, sehr wunderschön ist, wenn man es annimmt und wenn man es einfach als Weg nimmt, Erfolg anzustreben, erfolgreich zu sein. Soweit wollte ich das mit euch teilen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen euch darauf beziehen. Ich freue mich auf eure Fragen und eure Kommentare. Dankeschön. Danke, Michael. Das war sehr, sehr interessant. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, habt ihr Fragen dazu? Du hast ja erklärt, wie es ist, die Sprache zu lernen. Für mich entsteht da ein kleiner Widerstand, weil ich denke, man muss zu einer Sprache auch ein Gefühl entwickeln. Und ich frage mich gerade, wie du es schaffst, innerhalb von 2 Wochen den Menschen, die deutsche Sprache nicht beherrschen, ihnen zu helfen, dass die in das Gefühl der deutschen Sprache kommen. Ja, das ist eine gute Frage. Das mit den 2 Wochen war ein Ausnahmeprojekt, dass ich nicht jede... Also ich bezweifle auch, dass ich habe auch selber schon Sprachen gelernt und ich finde, ich kann eine Sprache erst dann richtig gut, wenn ich das Gefühl für die Sprache habe. Wenn ich aus dem Gefühl heraus mich ausdrücken kann. Und mit meinem Lernweg oder mit meinem Lerntempo halte ich 4 Wochen für äußerst schnell, um das. Ja, ich verstehe dich und ich bin absolut deiner Meinung. Also das Gefühl ist elementar. Wir sprechen über einen sehr grundlegenden Level, um schnell überhaupt einfach mal sich orientieren zu können, sich wohlzufühlen in einer neuen Kultur zum Beispiel und so einfach ein bisschen auf festeren Beinen zu stehen. Das Gefühl dauert ein bisschen länger, es zieht immer ein bisschen nach. Nevertheless, nichtsdestotrotz entwickelst du schon ein Gefühl dafür. Es ist halt nicht so solide wie nach einem Jahr. Aber das Gefühl entsteht auch nicht in diesen 6-Monatskursen, weil du in diesen 6 Monaten das Gefühl hast, du kriechst vor dich hin. Ja, und es ist sehr vergleichbar mit eben dem, was im alten System geschieht. Diese 2 Wochen, ich hätte mit ihm sogar noch weitermachen können, ich hatte leider keine Zeit, also er hätte weitermachen wollen. Das war ein sehr besonderes Experiment und ich glaube auch, dass er noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte, das emotional nachzuvollziehen. Ja, gar keine Frage. Ich biete diese 1-Monatskurse auch nur für die an, die es wirklich brauchen. An für sich arbeite ich 3 Monate mit denen neben einem Vollzeitjob. In einer englischsprachigen Umgebung zum Teil. Ja, was das Ganze nochmal viel schwieriger macht. Und ich vermittle jedem oder ich sage jedem, sie sollen sich mit der Kultur parallel auseinandersetzen. Weil eine Sprache ohne Kultur ist keine Sprache. Das ist ein Gedächtnisexperiment oder ein Gedächtnistraining. Und dazu muss man deutsche Filme irgendwann lesen. Und je schneller ich deutsche Filme lesen kann oder deutsche Hörbücher hören kann oder deutsche Nachrichten lesen kann, desto eher kriege ich dieses Gefühl ja. Warum soll ich 6 Monate warten, um überhaupt erst dahin zu kommen? Das heißt, dieses Sprachgefühl ist ein sekundäres Ziel. Man muss erstmal überhaupt die Gelegenheit schaffen, dass man das entwickelt. Und wenn du dir länger Zeit lässt, dann entwickelt sich beides parallel. Ja, also kein Widerspruch sehe ich da, ich stimme dem voll überein und ich sage jedem, der meint, er muss Deutsch lernen, um mehr Geld zu verdienen, sage ich, du, nimm dir erstmal Zeit, die Kultur dir anzuschauen und geh es mal langsam an. Ja? Aber das, was so geschieht im Markt, ist genau, zerstört Motivation, weil wenn ich 6 Monate brauche, um ein Basislevel zu erreichen, dann habe ich immer keinen Bock mehr, dann höre ich auf. Oder ich höre auf mit funktionalem Deutsch, habe mal eine ältere türkische Dame erlebt bei Fehmarn, die sagt, Brille auf dem Tresen, sagt krumm. Die wusste, was sie zu tun hatte, das war funktionales Deutsch, krumm. Ja? Das ist nicht das Deutsch, was die Leute wollen. Die wollen sich selber mitteilen, sich selber ausdrücken und dann natürlich auch sich in der Kultur zurechtfinden. Aber erst kommt das Bedürfnis, ich. Wer bin ich? Ich möchte dich verstehen, mich gut fühlen mit dir und ich möchte dir mitteilen, wer ich bin, was ich kann und was ich will. Ja? Ja, vielen Dank erstmal für deinen Speak-Out. Danke. Kannst du vielleicht, also wahrscheinlich kannst du darüber einen eigenen Vortrag halten, aber so ganz grob umreißen, wie du vorgehst? Also was sind so die Hauptmethoden, eine Sprache in einem Monat zu lernen oder Deutsch zu lernen? Ja, es gibt ein paar Faktoren, mal gucken, ob ich alle 4 so spontan hinkriege. Das erste ist, ich bin sehr strukturiert. Das heißt, ich habe alles abgeschnitten, was nicht nötig ist. Ich muss nicht lernen, wie man campen geht, was eine Luftmatratze ist und ähnliches, wenn das nicht in meinem Interesse ist. Das heißt, wirklich fokussiert auf, was ist nötig, um schnell ins Sprechen zu kommen. Das andere ist, ich unterrichte Grammatik auf eine sehr besondere Art und Weise. Ich erkläre sie mit einfachen Wörtern
und zeige dir auch, wie man sie besser lernt. Mit Memotechniken zum Teil oder einfach mit einem simplen Drill. Ich nenne das Preaching. Ja? Dann gehe ich durch meine Wohnung und sage, das ist ein schöner Stuhl oder ich sehe einen schönen Stuhl, ich sehe eine rote Wand. Und das macht man jeden Tag 2-3 Minuten hier, 2-3 Minuten da. So lerne ich die Grammatik, die sonst ewig lang dauert und mit Tabellen verbunden ist, in sehr, sehr kurzer Zeit, intuitiv. Der intuitive Gebrauch der Grammatik macht dich fließend. Ja. Das anderes, ich benutze Englisch als Mittlersprache. Ich könnte es vielleicht auch auf Polnisch, aber mein Polnisch ist nicht mehr so, ist ein bisschen rusty. Wenn ich nur Deutsch mit dir spreche, ignoriere ich alles, was du vorher gelernt hast, dein Vorwissen und deine Muttersprache, die eine unglaublich starke Ressource ist. Das zu ignorieren ist ein Verbrechen in meinen Augen und darum habe ich die Geschichte von Berlitz erzählt und dass 90% der Schulen immer noch so arbeiten. In diesen Kursen fängst du vom Scratch an wie ein Kind. Darum sagen sie auch, lernen wie ein Kind, aber sie meinen das positiv. Wir sind aber Erwachsene, wir müssen nicht mehr lernen wie ein Kind. Wir können viel schneller lernen. Kinder brauchen 13 Jahre, bis sie eine Sprache wirklich super beherrschen. So lange hast du nicht mehr. Ja. Das sind Kernelemente plus kontinuierliche, selbstständige Arbeit jeden Tag mit Kontrolle. Feedback ist unglaublich wichtig. Ich gebe smartes Feedback. Das heißt, ich korrigiere dich nicht, ich sage dir nicht, wie es richtig ist. Ich sage, hey, guck mal, was ist denn da falsch? Wenn ich weiß, dass du es kannst, ansonsten gebe ich dir ein Wort, klar. Und diese Sachen alleine, die machen einen riesigen Unterschied. Die Sprache allein, mit Englisch allein, ich denke, das macht schon 50% des Erfolges aus, aber durch diese ganze Strukturiertheit und das tiefe Verständnis der deutschen Sprache und generell Sprache und Kommunikation, das macht den Benefit aus, würde ich so ganz kurz sagen. Du sagst, du benutzt Englisch als Mittlersprache, unterrichtest du dann auch bloß englische Muttersprache beim Deutschen? Weil zum Beispiel in deutschen Schulen, ich habe diverse sprachunterrichtende Lehrerfreunde, deren absolutes Mantra ist, Englisch unterrichten, ausschließlich Englisch sprechen, Französisch unterrichten, ausschließlich Französisch sprechen. Das ist ja dann, das konterkariert ja kompletten Schulsprachunterricht. Absolut, und das ist auch mein Lebensziel, Leuten, Gesundheit, den Leuten das klar zu machen, wie absurd das eigentlich ist. Und es gibt auch einen Herrn, der heißt Butzkamp, der hat sein Leben dem gewidmet, diese Mittlersprache einzusetzen. Ich erkläre in der Sprache, die du verstehst, aber ich trainiere auf Deutsch oder lass dich auf Deutsch trainieren. Aber das, was deine Kollegen machen, vor allem in den Schulen, ist das vielleicht auch so, ist das Kind mit dem Bade ausschütten und die Leute wirklich einfach zu überfordern. Ja. Also es ist ein Verbrechen in meinen Augen. Kannst du noch mal was über den Schmerz erzählen? Du hast von dem Schmerz erzählt, während du in Polen gearbeitet hast. Ja, ich saß da und dann sind da zum Beispiel eine Erfahrung, die mich sehr oder immer wieder berührt hat. Es gab öfter mal Schüler, die sagten, du, das verstehe ich nicht, das hast du nicht gut erklärt, die dann auch so ein bisschen direkt sind. Das zog mir immer die Beine unter den Füßen weg. Oder wie sagt man, die Füße unter den Beinen weg? Den Boden unter den Füßen weg. Siehst du, war ein Test. So, ja, komplett. Und ich dachte, boah, die hat mich entdeckt, die hat mich entlarvt. Ich bin ein Scharlatan, jetzt hat es einer gesehen. Aber dem war nicht so. Und das ist wirklich, ich werde weich, ich habe Angst. Meine ganze Zukunft stand auf dem Spiel, weil ich ja nicht wusste, was mache ich außer diesem Job. Ich hätte dann nochmal komplett neu anfangen müssen. Mit irgendwas. Weil ich ja dachte, ich kann es nicht. Heute denke ich anders. Aber das war ein langer Leidensweg bis dahin. Andere Fragen? Okay. Gut, dann würde ich mich recht herzlich bedanken. Ja, ich danke euch. Super. Michael Schmidt.